Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Ja, ich tobe hier immer noch auf dem Caravansalon rum und suche nach guten Lösungen für den Selbstausbau. Ja. Zuverlässige Power für jedes Abenteuer. Das verspricht nicht nur Jakob, sondern auch die Firma, für die er steht, und zwar ist das EcoFlow. Moin Jakob. Moin, grüß dich. Sag mal, wir machen so ein bisschen Busausbau, ne? Und ich bin an eurer Lösung vorbeigelaufen, und zwar genau diese hier. Und das sieht ja so aus, als wenn ich das in einen Bus bauen könnte, ohne einen Plan von Elektrik zu haben. Genau, das ist richtig. Das ist exakt der Gedanke von dem EcoFlow Power Kit. Und ja, es soll für jeden, der nicht wirklich was mit Elektrizität zu tun hat, ja, den Einstieg in den Eigenbau von einem Van ermöglichen, indem das ganze System einfach per Plug-and-Play-Verfahren zusammen ja, konfiguriert werden kann, je nach Wunsch. Und ja, genau das war der Hintergrundgedanke von dem Sehr cool. System. Und ihr habt es ja auch noch optisch sehr hübsch designt, muss man sagen. Also es ist ja nicht nur so, dass es unheimlich praktisch ist, sondern es sieht ja auch noch gut aus. Und was ich als unfassbaren Vorteil empfinde, ihr seid ja eigentlich auch bekannt durch diese mobilen ist ja keine Powerbank mehr, wie nennt man das, eine Powerbox oder so? Power Stations, genau. Power Station, genau, da seid ihr bekannt für. Auch die könnte ich ja theoretisch in meinen Camper einbauen. Das wäre ja kein Problem und ich hätte auch eine Stromlösung. Aber der riesengroße Vorteil ist ja hier, ich kann das ganze System erweitern, ne? Genau, richtig. Also ich habe hier bis zu 3 Eingänge für eine Batterie, kann mir dann eben zum Beispiel mit einer Batterie beginnen. Dann merke ich, okay, beim Urlaub die Elektrizität, also die Kapazität hat nicht ausgereicht. Dann nehme ich mir eine zweite oder dritte dazu. Und so ist es halt auch zum Beispiel bei den Eingängen für den Solareingang. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem kleinen Solarpanel anfange und merke dann, okay, ich habe vielleicht einen höheren Energiebedarf, dann kann ich mir problemlos noch ein zweites und ein drittes dazu nehmen. Das war auch der Grundgedanke, das System quasi flexibel erweitern zu können. Einfach aus dem Grund, weil wirklich nicht jeder am Anfang weiß, wie viel Energie er benötigt tatsächlich. Also wenn man sich jetzt nicht so mit auskennen würde, dann würde man sagen, in diesem Gerät versteckt sich quasi ein Wechselrichter, ein Solarregler und ein Konverter, ne? Genau, richtig. Das Power Hub, das ist quasi das Herzstück von dem ganzen System und da ist wirklich alles integriert. Also wandelt die Solarenergie dann zum Beispiel in Wechselstrom für den Fernseher um, ja, wandelt den Landstrom quasi vom Campingplatz und auch zum Beispiel in DC um. Ich will dich gar nicht unterbrechen, aber gerade wo du es sagst. Also theoretisch, ich hänge mir das Gerät jetzt einfach so in den Camper und dann brauche ich nur ein Loch oder einen Zugang von meinem Camper zu diesem Gerät bauen und mehr bräuchte ich dann nicht? Ja, es gilt zu beachten, dass man natürlich noch eine Sicherung benötigt. Ist so, wenn ich das Ganze lade, kann ich hier über einen Landstromadapter, so nennen wir das, vom Campingground zum Beispiel laden, dann benötige ich natürlich eine Eingangssicherung, einfach um das ganze System innerhalb vom Wohnwagen abzusichern. Okay, also davor wird ein Sicherungskasten geschaltet. Genau, richtig. Ich habe also quasi klassisch, baue mir eine Landstromsteckdose in den Camper ein, dann geht ein Kabel zu meinem Sicherungskasten, FI, was auch immer, und anschließend dann genau hier in das Power Kit. Genau, richtig. Okay. Und anschließend zum Beispiel hier auf den Verteilerkasten, der wiederum auch abgesichert ist und dann die einzelnen Verbraucher bedient. Ist der Verteilerkasten auch von euch dann? Genau. Der? Okay. Können wir die auch mal anschauen. Kann ich hier auf der einen Seite eben AC-Ausgänge steuern und auf der anderen Seite DC-Ausgänge steuern. Und hier sieht man es jetzt aktuell auch gut. Ich sehe die Einzelverbräuche auf dem Display und kann die dann entsprechend auch einzeln schalten und eben auch umbenennen und verwalten. Das heißt, das ganze Gerät, wenn ich es kaufen würde, wäre es sozusagen hier dieses Power Kit Basis, ne? Also dieses Mittelteil plus Bedienteil und einer Batterie. Genau, es gibt verschiedene ja, Konfigurationsvarianten. Einmal nur das Gerät, dann kann man eben den Monitor und den Verteilerkasten dazu nehmen und für sich selber eben bestimmen, welche Batterie man dazu nimmt. Okay, und ich kann es natürlich auch jederzeit erweitern. Also wenn ich dann halt merke, haben wir vorhin gesagt, ne, ich will irgendwann meinen Gaskocher rausschmeißen und komme jetzt doch auf die Idee, mit Strom zu kochen, dann kann ich auch noch sagen, jetzt kaufe ich mir nochmal 2 zusätzliche Batterien und kann meinen Strom relativ einfach erweitern. Genau.
Zu beachten gilt es dabei, dass nur Batterien mit der gleichen Kapazität quasi erweitert werden können. Also wenn ich einmal mit einer 2 Kilowattstunden Batterie beginne, muss ich danach auch mit einer 2 Kilowattstunden Batterie weitermachen. Das sagst du jetzt Genau. so, weil ihr noch andere Kilowattstunden im Programm habt. Genau, richtig. Ja. Also wir sehen hier die etwas kleinere 2 Kilowattstunden Batterie und auf dem Boden dann eben die 5 Kilowattstunden Batterie. Okay. Das Gerät hat auch die Möglichkeit, Solar einzuspeisen. Wie viel Solar kann ich dann in das Gerät einspeisen? Genau, ich habe hier 3 Solareingänge Ja. und die müssten pro Eingang 1500 Watt müsste da möglich sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das kriegt man ja mit dem Camper eigentlich nicht hin. Genau, richtig. Also für den Wohnwagen völlig irrelevant. Was man vielleicht noch ergänzen kann, ich habe hier auf dem ersten Port einen Eingang für die Lichtmaschine vom Fahrzeug und kann halt dann so auch das System während der Fahrt laden. Was, denke ich, auf jeden Fall relevant ist, wenn man zum Beispiel mal von einem Campingplatz zum anderen switcht und vielleicht mal länger auf der Straße unterwegs ist. Genau. Also quasi klassisch, genauso wie ich es normalerweise sonst in jedem Campervan verbauen würde, dass ich über die Lichtmaschine Strom in mein Batteriesystem einspeise, über Solar einspeise und oder über Landstrom einspeise. Genau, richtig. Ja, Also okay. das Power Hub verbindet alle Komponenten, die normalerweise in einem Wohnwagen vorhanden sind, in einem Gerät. Genau, ja. Klasse. Ich kann dich sogar was zum Preis fragen, weil ihr schreibt den Preis hier sogar dran. Genau richtig. Power Hub kostet 2.000 €, also 1.999. Und je nach Konfiguration dann eben halt mit entsprechendem Aufpreis. Ja. Weißt du gerade aus dem Kopf, was eine so eine Batterie kostet? Ich weiß leider nicht auswendig. Ja. Ich glaube, pro kW müssten es 600 € sein, bedeutet dann Ja, okay. zweimal. Okay, aber ihr seid ja 100 € absolut leicht zu finden, weil man Genau. kommt eigentlich nicht an euch vorbei. Muss man Preise. ja so sagen. Genau, Genau. auf EcoFlow. Ja, genau. Und wo du jetzt schon vor diesem charmanten Gerät stehst und ich gerade hier so ein bisschen kalte Luft von irgendwo kriege, ich weiß gar nicht so genau, ist es wahrscheinlich das von hier Gerät vorne. vielleicht? Das kann gut möglich sein. Ja, ne? Genau. Das ist unsere neue mobile Klimaanlage. Ja. Die strahlt bis hier, du. Ich merke das hier. Ja, das ist die Wave 2. Ja. Genau. Aktuell nach vorne die kalte Luft, nach hinten die warme Luft und ist eben hier auch mit Zusatzakku erhältlich. Kann über 230 Volt gespeist werden, aber auch direkt über ein Solarpanel zum Beispiel, wenn man es direkt auf dem Camper drauf hat. Ja. Genau. Kann kühlen, kann wärmen. Okay, ich kann das auch als Heizung benutzen. Genau, richtig. Als Zusatzheizung. Genau, richtig. Zum Beispiel im Winter kann es auch als Heizung verwendet werden. Ja. Und für jeden Van in normaler Größe überhaupt kein Problem, dass man da entsprechend temperieren kann. Okay, das hört sich echt klasse an. Und die Batterie ist dafür da, um das Gerät dann halt nochmal zu versorgen, wenn halt kein Landstrom anliegt. Genau, richtig. Ja. Wenn man das Gerät irgendwo mit hinnimmt oder wenn man wirklich überhaupt keinen Zugang zu Elektrizität hat, dann eben der Akku, um das eben stationär zu betreiben. Ja, okay, das ist auch sehr, sehr spannend. Und dieser kleine Schlauch, den ich hier sehe, ne, den muss ich dann irgendwo aus dem Fahrzeug legen. Genau, es ist so, dass die Warmluft natürlich abgeführt werden muss. Und dazu ist der Schlauch hier. Also hinten wird die Luft angezogen, nach vorne kommt die kalte Luft und hier über den Schlauch wird aktuell die warme Luft abgeführt. Und der muss dann natürlich irgendwo hingeleitet werden, wo die Luft nicht stört. Und das ist dann meistens nach draußen im Sommer. Ja. Okay, ja, wenn ich so ein Gerät in meinem Campervan verbaue, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, theoretisch das über ein Plug-and-Play-System, was ich schon im Fahrzeug dann integriere, dann anzuschließen. Weil ansonsten, ich weiß nicht, habt ihr da auch ein Kit, dass ich das vielleicht aus dem Fenster legen kann oder so? Genau, die Frage kam schon sehr häufig. Das sind wir aktuell in der Überlegung, da den Kunden auch eine entsprechende Lösung zu bieten, weil da die Nachfrage riesig ist. Also das Problem aktuell ist halt, es gibt sehr viele verschiedene Camper, viele verschiedene Fensterformen, wo man das implementieren muss. Und wie gesagt, da sind wir gerade an einem System dran, wie man das bestmöglich umsetzen kann. Ja, aber sehr spannend, ne? Bei globaler Erwärmung und so, da ist das Thema Kühlen natürlich immer wichtiger. Apropos Kühlen immer wichtiger.
Oh, ich hätte jetzt auch echt Lust auf ein kühles Getränk. Und ich weiß, dass ihr dahinter auch noch ein neues Produkt habt, Genau, in dem richtig. man natürlich auch kühlen kann. Ja, das ist der sogenannte Glacier. Wir können mal einen Blick reinwerfen. Ist ja, eine mobile Kühltruhe. Ich habe hier 2 Zonen. Kann ich auch quasi trennen. Die Abtrennung kann ich dann problemlos hier im Deckel verstauen, sodass ich die nicht verlieren kann. Trennen heißt, ich habe dann auch 2 unterschiedliche Kühlsysteme. Genau, ich kann zum einen dann eine Kühlbox draus machen, aber auch einen Kühlschrank, also einmal Minusgrade und einmal Plusgrade. Ja. Und was das Ganze auch noch sehr spannend macht, ist hier der Eiswürfelmaker. Also ich kann hier Wasser einfüllen und das Wasser gefriert dann hier um die Metallstäbe rum und dann kann ich hier nach einer Zeit Eiswürfel entnehmen. Ist gerade im Sommer an warmen Tagen sehr cool auf jeden Fall, ja. Absolut. Und hat das einen Grund, dass wir genau über diesen Geräten jetzt hier so ein Solarpanel sehen? Genau, das Solarpanel ist einmal für das Powerhub stellvertretend, weil es halt damit verwendet werden kann. Aber so wie bei der Wave auch, kann auch der Glacier direkt mit dem Solarpanel verwendet werden. Auch der kann mit einem Zusatzakku ausgestattet werden, um halt zum Beispiel die Kühltruhe mal mit an den Strand nehmen zu können. Genau, so war der Gedanke, dass man da einfach mobil ist und ja, demnach auch das Solarpanel, wo man mitnehmen kann, damit man halt einfach ein Stück weit autark ist. Wenn ich jetzt nicht viel Ahnung von Elektrik und von Busausbau habe und mir nur meine Möbel vielleicht zusammenbauen will, dann ist ja hier die komplette Lösung. Ne? Ich habe hier Definitiv. sowohl Kühlen als auch Heizen, ich habe einen Kühlschrank und ich habe Strom. Genau, richtig. Das war auch der Grundgedanke, warum wir das alles zusammengestellt haben, weil man es halt wirklich miteinander kombinieren kann und auch zusammen verwenden kann. Genau, richtig. Ja. Ja, klasse. Also, da passt euer Slogan, zuverlässige Power für jedes Abenteuer. Das kann man sich auf jeden Fall vorstellen. Und vor allen Dingen ist es auch extrem einfach und finde ich persönlich auf jeden Fall, es sieht auch noch sehr, sehr gut aus. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich unbedingt dieses Power-Kit verkleiden müsste, sondern ich kann es auch offen im Camper-Konzept zeigen, weil es ist ja auch nochmal wirklich vorzeigbar, also vom Design auch sehr, sehr ansprechend. Klasse, ich danke dir vielmals für diese kleine Vorstellung. Sehr gerne. Viel Spaß noch auf der Messe. Gleichfalls, danke. Wie viel Liter hat der? Müssten 38 Liter sein. So in der Einkaufs. Ja, aktuell. Und bis zu 1 Liter Flaschen nehme ich mal an, ne? 1,5 geht sogar rein. 1,5? Ja. Wenn die Trennwand nicht hier oben drin ist. Aber kann auch das ganze Fach gefrieren oder nur die Hälfte? Die geht auch komplett gefroren. Ja. Und die Temperaturdifferenz darf nicht größer als 15 Grad, glaube ich, haben. Also ich kann nicht bei dem einen 20 Grad machen, bei dem anderen -10.